Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich versuche hier ein neues Format zu etablieren, auf einen Kaffee mit Hans Königsmann. Den muss ich hoffentlich auf meinem Kanal nicht mehr erklären. Hans, mega cool, dass du da bist. Wir sind hier auf der ILA. Wie geht's dir? Gut geht's mir, danke. Ja. Und selber? Mir geht's nicht besser. Mir ist vorhin gerade aufgefallen, wir treffen uns offensichtlich, also das letzte Interview auch schon einen Tag vor einem Starship-Start, der ist morgen angesetzt. Das stimmt, ja. Start 4. Im japanischen oder im asiatischen Raum ist 4 eine Unglückszahl. Wir sind nicht abergläubisch, aber ich habe gesehen, du hast die Prognose für den dritten Flug eigentlich ziemlich auf den Kopf getroffen, als ich dich vorab gefragt habe, was mit dem Flug passiert und meinst, jo, geht in Orbit. Also es wäre ein suborbitaler Flug gewesen, aber die Orbitalparameter wurden getroffen. Also da muss ich natürlich auch so ein bisschen entlocken. Was hast du für Erwartungen an den vierten Flug? Ja, der wird es erheblich schwieriger jetzt ein bisschen zu beurteilen. Zum einen, also ich würde schon erwarten, die Sachen, die nicht funktionierten, also da war Debris im Tank bei der ersten Stufe und Debris in den Thrustern von der zweiten Stufe, dass die Sachen gefixt sind. Dann würde ich erwarten, dass die erste Stufe mehr Motoren zünden, vielleicht kurz vor der Landung oder kurz knapp an die Landung rankommt. Und die zweite Stufe mehr oder weniger auch durch die Atmosphäre kommt. Ich würde es für unwahrscheinlich halten, wenn die erste Stufe komplett gut landet und alles ist okay. Und gleichfalls dasselbe für die zweite Stufe. Ich glaube, da werden immer noch Probleme sein. Jetzt ist so die Zeit, wo sie die ganzen Sachen einbauen müssen, die sie gelernt haben. Und dabei kann man es richtig machen oder kann auch noch was anderes schief gehen, nicht? Und so viel Zeit ist nicht vergangen, ne? Ich meine, wir haben jetzt Anfang Juni, der Start war im März, also die Hardware war ja im Prinzip schon fertig, die wir jetzt liegen sehen, also da konnte man vielleicht was reparieren dran, aber so große ändern. Da wurde wahrscheinlich was modifiziert, je nachdem, weiß ich genau, aber ja, wie du sagst, viel Zeit war es nicht. Ja. Ein Software-Update over the air. Genau. Ja, also das war für mich total abgefahren, diesen Start live. Also man hat ja schon Erwartungen an diesen Start, aber die wurden schon übertroffen, als dann plötzlich man so eine Oberstufe wieder eintreten gesehen hat mit Live-Bildern, gestochen scharf und auf einmal fängt es da an zu glimmen. Ja, das hat, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass es so, also man hat ja immer so ein bisschen den Glow von innen noch gesehen, nicht? Aber so richtig an einem Ruder und wie das sich eben bewegt, wie dynamisch es ist und auch wie schön es aussieht, nicht, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Schon tolle Aufnahmen und direkt auch von Starship über Starlink, ja, schon phänomenal. Aber das würde ich jetzt so ein bisschen so deuten, was du eben gesagt hast. Also vielleicht mit gutem Glück geht es bei der ersten Stufe einen Tick weiter, was die Landung angeht. Ja. Bei der Oberstufe wären meine Erwartungen fast ein bisschen höher, weil im Prinzip da ist ja... durch den Wiedereintritt kommen. Stimmt, die Oberstufe hatte eigentlich fast, will nicht sagen triviales Problem, aber ein triviales Problem hat es davon abgehalten, weiter in die Atmosphäre zu kommen. Nicht? Also von daher, ja, ich würde erwarten, dass sie weiter in die Atmosphäre kommt. Kommt sie ganz durch, müssen wir mal gucken. Nicht? Also auf der einen Seite will ich natürlich auch, dass der Schritt wieder weitergeht. Das ist ein höherer Schritt, dass es auch was ist. Nicht? Auf der anderen Seite muss ich halt eben auch sagen, gut, 3 Monate ist halt nicht viel Zeit und das ganze iterative Design ist ja eben auch schon, ja, da braucht man halt Iteration. Nicht? Und es ist wieder eine Iteration. Ja. Und ich finde es ja immer so abgefahren, dass er im Prinzip, das ist die Starship-Entwicklung, aber das operative Geschäft, ich glaube, ein Kollege von dir hatte auf LinkedIn, oder ein ehemaliger Kollege von dir hat auf LinkedIn gepostet, ich glaube 14 Starts im Mai, wo man auch denkt, okay, jetzt sind wir irgendwie bei alle 2 Tage fast schon irgendwie einen Falcon-Start. Völlig absurd. Ich glaube auch, dass es nach wie vor harte Arbeit. Aber dass da ein Haufen Leute dran arbeiten, dass es sicher und so gut über die Bühne geht. Ja. Jetzt sind wir jetzt hier auf der ILA in Berlin und hier gibt es natürlich viel Raumfahrt. Gibt es irgendwie etwas, wo du irgendwie das Gefühl hast, das ist so das nächste große Ding in der Raumfahrt? Ja, naja, wir sind ja auf dem OHB-Stand hier und Deutschland ist halt größtenteils noch Satelliten und Robotik. Ich glaube tatsächlich, dass der Trend eher in die astronautische Raumfahrt geht und dass vor allen Dingen halt das nächste Topic oder das nächste große Projekt sind halt Stationen, Weltraumstationen. Nicht? Es gibt einige Leute, die daran arbeiten, unter anderem eben auch Vast Space, für die ich also auch advise. Berate ist, glaube ich, das falsche Wort, oder? Ich glaube, berate, ja. Und auch in Deutschland gibt es halt die entsprechenden Unternehmen, die das halt machen. Nicht?
Mal sehen, was daraus wird. Das ist eigentlich der nächste Schritt, weil die Raketen sind sozusagen kommerzialisiert. Und was ist das nächste, was sozusagen die Industrie übernehmen kann und dann eben NASA und die Raumfahrtagenturen weiterhin entlasten kann? Und das ist dann eben halt Stationen für Astronauten im Weltraum. Nicht? Und dann können sich die Raumfahrtorganisationen auf die äußeren Planeten und auf den Mond wieder konzentrieren mit Artemis und allen Sachen. So kann man sich die Arbeit ein bisschen teilen. Und siehst du da auch tatsächlich die Kunden eher dann auch außerhalb der Agenturen, diese Stationen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sehe auf jeden Fall, dass es also mehr private Astronauten geben wird. Wenn man jetzt halt, wenn man hochfliegt, hat man ja am Anfang die ersten 2 Tage, 3 Tage sind ja nicht so richtig leicht, nicht? Man muss sich daran gewöhnen. Und wenn man dann noch in so einer kleinen Kapsel sitzt, dann wünscht man sich wahrscheinlich, dass man ein bisschen mehr Raum hätte, nicht? Und genau das machen halt die Stationen dann. Hat man sozusagen ein Ziel, wo man hinfliegen kann 1 Woche bleiben, kann 4 Wochen bleiben und so die Aussicht genießen, auch Experimente machen. Also ich denke mir, es wird so ein bisschen sich mischen, was Government, also was als Regierungsaufträge und Organisation, ESA und DLR und so weiter angeht und private NASA natürlich auch nicht. Meine NASA hat das Ganze ja mehr oder weniger initiiert. Es war NASAs Idee zu sagen, okay, wir wollen eine private Raumfahrt, private Raumstation und spätestens wenn die ISS aufhört. Nicht? Du hast ESA gerade gesagt, das schneide ich so an, weil das auch in das Thema ein bisschen passt. Also ist jetzt im europäischen Raum eine große Welle geschlagen, dass im Prinzip die ESA schon COTS, also Commercial Orbital Transportation Services, kopieren will. Was ich sage immer bei mir, für mich ist es das erfolgreichste NASA-Projekt seit Apollo, weil es so viel anderes ermöglicht hat. Also das heißt im Prinzip die Kommerzialisierung der Raumfahrt, also klar, vorher wurden auch Sachen eingekauft, aber so richtig los ging es erst damit. Und also global kann man ja sagen, es gibt einen wirklich super Erfolg dabei, nämlich eben SpaceX. Und dann gab es ein paar, die waren, würde ich mal sagen, erfolgreich. Und dann gab es auch ein paar, die konnten damit nicht ganz umgehen. Und sind heute noch dabei, die Sachen auszuarbeiten, zum Beispiel eben Starliner. Ja? Ich hoffe, dass Starliner in den nächsten... Die Starliner ist heute. Heute ist Starliner, genau. Also ich hoffe, dass Starliner heute gut startet. Ja? Ich kenne viele Leute, die da mitarbeiten, kenne auch die Astronauten und drücke denen also echt die Daumen, dass das gut geht. Aber es hat eben auch eine Weile gedauert. Es ist mehr als 4 Jahre nach den Doug and Bob. Ja, nach dem Dragonfly, nicht? Mit Bob und Doug, genau. Mensch, 4 Jahre. Eben, also es ist halt ein bisschen gemischt, was das so angeht. Nicht? Und manche Firmen konnten gut damit arbeiten und andere halt eben nicht so gut. Ja. Das ist ein interessantes Experiment. Ja. Und also ich muss sagen, ich war immer so ein bisschen, habe halt auch neidisch in die USA geguckt, weil ich halt auch dachte, dass man sieht, dass es so erfolgreich war. Warum kopieren wir das nicht? Jetzt wird es kopiert. Eigentlich, auch wenn man denkt, vielleicht ist es ein bisschen spät dran ist, eigentlich ist es eine gute Sache, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Und zumindest um zu erfahren, was man halt auch ändern muss, um das eben zu ermöglichen. Nicht? Die Situation ist anders in Europa als in den USA. Was muss man daran ändern, um eben dann erfolgreicher zu sein oder mehr kommerzielle Erfolge zu haben? Es gibt eine Firma, weil Sie sagen, für Konkurrenz und die im Prinzip, die wurde sogar vor SpaceX gegründet, und zwar Blue Origin. Die stehen auch dieses Jahr vor dem Start ihrer ersten Orbitalrakete, was so ein bisschen in unserer Space Community immer für Witze gesorgt hat und so weiter. Ich habe da so ein bisschen eine Hoffnung auch dran, weil es ist ja auch eine konventionell entwickelte Rakete und vielleicht im Prinzip für die konventionelle Raumfahrt auch eine Möglichkeit gibt zu sagen, hey, wir können das auch mit unserem... Ja, es ist ein interessantes Experiment. Nicht? Hier ist also eine Rakete bei Blue, die ist bisher noch nicht geflogen. Nichts ist bisher in Orbit gegangen. Also natürlich die kleine New Shepard ist ein paar Mal gestartet, ja, auch durchaus erfolgreich dabei. Hat auch mittlerweile, und hier ist dann die andere Entwicklung, eine große Rakete, eine richtig große Rakete, ohne Testflüge, oder das ist jetzt der Testflug, alles zusammen nach jahrelanger Entwicklungsarbeit und so. Und wie läuft das dann im Vergleich zu eben dieser iterativen Methode, die eben SpaceX anwendet? Ist eine interessante Frage, nicht?
Ich glaube, dass die ersten Raketen normalerweise nicht gut laufen. Das ist einfach so. Es ist ganz schwierig, das komplett auf dem Papier oder auf dem Computer jetzt zu designen und alles vorherzusehen und alles so zu testen. Iterative Tests, glaube ich, sind besser und machen bessere Raketen. Aber das heißt nicht, dass das nicht auch funktionieren kann. Also von daher, ich bin ja mal gespannt, wie das dann eben ausgeht damit. Erststart von so. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Also im Prinzip, je mehr Raketen fliegen, umso besser für alle von uns. Und ich fand auch interessant, dass Sie, also ich hatte das Gefühl, dass in der NASA-Administration so ein bisschen auch, also das Starship jetzt auch viel Unterstützung kriegt und dass man auch sagt, wegen das sind Testflüge und so weiter und da kann auch mal was explodieren grundsätzlich bei den ersten 3 Flügen, auch wenn manche Medien getitelt haben, dass es einen Fehlschlag gab oder weil irgendwelche Ziele nicht erreicht sind, wo man immer sagt, ey, es ist ein Test und man hat diese vielen Ziele und man guckt halt, wie weit man kommt. Da muss man ein bisschen immun werden, was du die Medien in den Schlagzeilen bringen, weil die verkaufen halt die Schlagzeilen. Nicht? Das ist ein bisschen schade, aber so ist es eben. Nicht? Tatsächlich finde ich die Entwicklung bisher relativ positiv. Wahrscheinlich, wenn man alles versucht hätte zu designen, hätte es länger gedauert. Und dann wäre das Ergebnis immer noch nicht sicher gewesen. Nicht? Ich meine, gut, man muss auf der anderen Seite sagen, zum Beispiel SLS hat wunderbar funktioniert dafür, dass es eben auch eine konventionell designte Rakete ist, aber hat eben auch sehr viel Erfahrung. Blue müssen wir mal gucken, ob die so viel Erfahrung haben und eben auch so sorgfältig alles zusammengebaut haben. Die vom Team her, denke ich mir, können die das. Europa, USA, in den USA gibt es noch eine viel, viel größere Szene als in Europa, da könnte man jetzt auch viel drüber reden. Ich finde global total spannend, was in China und in Indien passiert, auch weil es komplett unterschiedliche Philosophien ja irgendwo sind. Es macht mir schon auch so ein bisschen Angst, also weil ich das Gefühl habe in China, dass einfach unheimlich viel Geld, unheimlich viel politische Unterstützung da ist. Verfolgst du das? Ein bisschen. Also China ist im Prinzip die einzige Organisation, die ähnlich viel startet wie SpaceX. Also vor 2 Jahren war das der Fall. Letztes Jahr hat dann SpaceX entschieden überholt. Und ich glaube, in China ist viel mit der Raumfahrt, es ist eben auch militärisch, wird militärisch gesehen. Und das ist schon auch eine weltpolitische Entwicklung, die mich auch ein bisschen besorgt. Nicht? Also von daher, ich guck drauf und gucke es mir an, aber ich bin eher besorgt dabei, als dass ich das eine gute Sache finde. Ja. Okay. Ja, dann vielleicht zu den schöneren Themen nochmal. Also wenn die Raumstationen im LEO im Prinzip das nächste große Ding sind und wir hoffentlich auch viele unterschiedliche Raumfahrzeuge haben, die ansteuern können und die das braucht man dann eben auch, nicht? Ja. Genau. Ist es naiv von mir, wenn ich denke, von wegen, ja, wenn man ein Crew-Raumschiff bauen kann, dann ist eine Raumstation gar nicht so schwer eigentlich? Nee, ich glaube, Raumstation ist einfach anders. Da kommt es darauf an, dass es eben lange Zeit hält. Da ist vor allen Dingen ECLS, also Life Support, ist wichtig, super wichtig. Ja. Das ist ein anderes Problem. Ja. Propulsion ist nicht ganz so dominant da drin, aber die Ansprüche an die Zuverlässigkeit sind ja auch gleich hoch, vielleicht sogar höher. Ja. Und von daher, weil man kann ja auch, das muss ja funktionieren, man kommt ja nicht so schnell wieder hin, man hat zwar immer normalerweise eine Kapsel da, ja, wenn was eben kritisch ist, ja, aber dann muss das Andocken auch funktionieren, da müssen immer Sachen funktionieren, um Leute zu retten. Ja. Und das ist schon ein bisschen scary. Also eine Raumstation ist schon vom Design her auch was schwierig ist. So eine Herausforderung. Wenn ich dich schon mal hier habe, ich habe mich das immer gefragt und ich weiß nicht, ob ich es nie recherchiert habe oder eben es immer wieder vergessen habe. Die erste Falcon 9, die hatte die 9 Triebwerke symmetrisch angeordnet, aber nicht im Kreis. Was war da die Idee dahinter und warum? Oh, die Struktur darüber hat sich geändert. Ah, okay. Und die erste Struktur war halt rechteckig, war ein Quadrat. Tic-Tac-Toe. Ja. Und ich glaube, das war einfach nur, um die gleichen Abstände zu kriegen. Weiß ich nicht mehr genau. War eine andere Struktur und damit ergab sich diese Anordnung, die eben quadratisch war. Und dann später wurde sie eben rund. Ja, ist auch eine Entwicklung einfach gewesen. Ich hatte mir irgendwo im Internet mal gelesen, dass warum
haben die Raketen alle neuen Triebwerke und im Prinzip auch hier auf dieser Messe sieht man im Prinzip auch bei Raketen oft dieses Neuner, ich meine Falcon 9 hat ihren Namen daher, mit neuen Triebwerken. Ich dachte eigentlich mal, dass es daran liegt, wenn man sich die Triebwerksentwicklung sparen möchte, dass man eine Oberstufe hat, die hat halt ein Triebwerk und das benutze ich dann halt in der Unterstufe. Da ist was dran. Also wenn man halt eine Oberstufe ist halt typischerweise was halt ein Zehntel von der Unterstufe und von daher, wenn man halt ein Triebwerk 1:9 dann halt skaliert, dann passt das schon ganz gut hin. Ja? Auf der anderen Seite ist es eben ich glaube, man könnte das noch ein bisschen weiter treiben, aber dann wird es einfach unpraktisch auch mit den Triebwerken. Ja? Also von der Optimierung ist wahrscheinlich 1:12 oder 1:13 besser, ja. Aber dann zum einen, das ist eine unglückliche Zahl, nicht? Das wird sowieso keiner machen. Und zum anderen wird es dann auch eben eng in der Unterstufe. Also von daher, ich glaube, das ist so ein Kompromiss gewesen bei Falcon 9. Und wenn es bei Falcon 9 läuft, dann kann man das ja auch einfach kopieren, nicht? Ja. Braucht man sich ja nicht großartig drüber nachzudenken. Ja, wäre jetzt nur witzig, wenn SpaceX im Prinzip mit den neuen aus dem Grund mal losgelegt hat und eigentlich dann festgestellt hat, dass eigentlich was anderes besser ist, aber alle das kopieren und anders machen können. Die Triebwerke haben sich ja auch noch erheblich gesteigert danach noch, nicht? Also ja wesentlich mehr Leistung aus den Merlins rausgekommen und genauso aus der Oberstufe, auf dem Oberstufen-Merlin und dabei auch verschieden. Ja? Also von daher, die Triebwerke hatten sich unabhängig voneinander auch ein bisschen entwickelt danach und jetzt ist es halt so, wie es ist. Nicht? Ja. Und das ist, finde ich auch immer, oder da denke ich mir immer, was für eine Wissensvorsprung SpaceX hat, weil sie ja im Prinzip, weil ihr die ganzen Raketen ja wiederbekommen habt und also ne, die Telemetrie entweder live oder halt ihr könnt ja reingucken oder du hattest mir auch mal mir gesagt, dass ihr da die Kameras auch reingetan habt und irgendwann, wenn ihr die Probleme verstanden habt. Genau, jede Menge Kameras drin in Gebieten, wo man halt nicht genau, was da wohl passiert, dann packen wir eine GoPro rein. Nicht? Also abgewandelt GoPro, ja. Nicht eine GoPro. Aber so im Prinzip halt sowas. Ja? Und gucken uns danach das Video an. Und dann sieht man halt, was weiß ich, da ist ein Leck oder da ist ein Feuer oder sowas. Ja? Also es passieren einige Sachen, wo wenn man nicht hinschaut, dann kannst du davon ausgehen, dass da irgendwas los ist. Ja? Und das ist aber auch was ich halt so, also der zweite Flug, Starship, fand ich schon beeindruckend, aber der dritte war deutlich weiter, als ich gedacht habe, dass er geht und wo ich ja dachte, das sind alles Punkte, wo halt irgendwie Daten oder wo man über das Raumschiff oder das Flugverhalten und so weiter gelernt hat, wo ich denke, dass die weitere Starship-Entwicklung extrem von diesem dritten Flug profitiert und wahrscheinlich eigentlich die nächsten Flüge noch gar nicht so sehr von diesem Wissen profitieren können, weil ja die Hardware eigentlich schon da war. Also, sagen wir so, die Hardware-Unterschiede, die Sachen, die geändert werden, sind wahrscheinlich nicht so groß. Ja? Und die Sachen, die geändert werden, sind irgendwelche Ventile oder irgendwelche Sachen, die halt auch teilweise Algorithmen sind nur. Und da kann man schon die Hardware wieder ändern. Das ist durchaus möglich. Ja? Richtig große Änderungen ist halt ein bisschen schwierig zu machen. Okay, aber das heißt, die Lektion, es wurden Sachen gelernt. Hast du eine Prognose, wann du glaubst, dass irgendwie Booster oder Oberstufen-Wiederverwendung, wann du das realistisch siehst? Also dass er wirklich, vielleicht unterteilt. In wann landet was? Also wann kriegt man die Hardware wieder und wann fliegt sie noch mal? Da kann man sich ja nur blamieren mit so Prognosen. Ne? Dann kann ja nur falsch sein. Ich würde sagen irgendwie 6., 7. Flug für die erste Stufe und die zweite Stufe auch. Was soll's. Was kriege ich, wenn ich da recht habe? Wer weiß, vielleicht tatsächlich auch am Morgen. Vielleicht landet es ja morgen und ich war völlig falsch. Du kriegst auf jeden Fall das Senkrechtstarter-Merch-Paket. Wunderbar. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde auch den Starliner-Flug verfolgen, auch wenn ich den nicht selber streamen kann. Ich bin sehr, sehr nervös. Ich war bei Doug and Bob, bei Crew Demo 2 war ich unglaublich nervös, weil es einfach ein neues Vehikel, das ist einfach immer aufregend. So, naja gut, die sind auch schon geflogen. Also sowohl Starliner ist zweimal geflogen, als auch eben Dragon war damals auch schon zweimal geflogen. Und das ist schon, schon was wert. Ja. Also von daher Daumen drücken, wird schon gut gehen. Dann ist bleibt uns nur noch euch allen einen schönen 4. Flug zu wünschen und wir hoffen natürlich, dass der weiter geht als der letzte und ansonsten wird auf jeden Fall was bei gelernt und so oder so wird es spektakulär, wenn das Ding abhebt und unterhaltsam. Und die Raumfahrt ist und bleibt spannend und wir brechen jetzt zu den nächsten Horizonten auf und
Leo-Destination, meinst du, das nächste große Ding? Das ist natürlich für uns Space Nerds ein super cooles Ding, weil es die Möglichkeit, dass wir da hinfliegen könnten, vielleicht in greifbarer Nähe. Genau, ja. Hans, ich wünsche dir noch eine schöne Messe. Vielen Dank, dass du wieder Zeit gehabt hast. Alles klar. Auf bald. Jo, bis dann.